Hallo und grüß euch. Heute werde ich auf das Thema Tote durch Influenzaepidemien eingehen. Dazu habe ich im Internet einen Artikel von ORF.at gefunden aus dem Jahre 2010, und zwar vom 01.01.2010, in dem steht: Influenzaepidemie, bis zu 6000 Tote in Österreich. Das tödliche Risiko ist offenbar noch viel größer als bisher angenommen. Laut einer Analyse sterben in Österreich bei einer Grippeepidemie bis zu 6000 Menschen zusätzlich, vor allem Ältere sind betroffen. Bisher gingen die Experten davon aus, dass eine Influenzaepidemie, eine Influenzawelle, in Österreich zu 1500 bis 2500 zusätzliche Todesfällen führen dürfte. Doch die echte Zahl liegt weit höher. Wir haben eine Neuanalyse durchgeführt. Bis zu 6000 Menschen sterben bei einer solchen Influenzaepidemie, erklärte der Wiener Kurt Wümerzahl gegenüber der APA. Eine Impfung sei speziell für Senioren wichtig. Heftige Epidemie, 6100 Tote. Bei den Sterbedaten des Statistischen Zentralamtes ergaben sich bei einer neuerlichen Analyse folgende alarmierende Zahlen: 1998/99 lag die Übersterblichkeit im Rahmen einer heftigen Influenza-A-Epidemie bei rund 6100 Toten, Dezember 1998 bis Februar 1999. Um die Jahreswende 1999/2000 verursachte eine etwas schwächere Epidemie rund 4200 Todesfälle. Weiters: keine vermehrten Todesfälle bei unter 60-Jährigen. Was sich weiters eindeutig aus den Statistiken ergibt: in der Gruppe der unter 60-Jährigen lassen sich in Österreich keine vermehrten Todesfälle während solcher Influenzawellen feststellen. Der Experte: die Übersterblichkeit ereignet sich ausschließlich bei den über 60-Jährigen. Kommt euch das bekannt vor? Dazu nun eine andere Grafik. Dies ist die Sterblichkeitsrate nach Alter bei einer Covid-19-Erkrankung aus China. Die Daten sind zwar aus China, aber gelten genauso für Österreich. Das heißt, so wie bei der Grippe sind bei Covid vor allem die über 60-Jährigen davon betroffen. Nun zu einer Grafik, die ihr wahrscheinlich kennt. Diese ist vom Infopoint des ORF. Da kann man gut erkennen, dass die Pandemie seit circa 10 Monaten existiert. In diesen 10 Monaten wurden bis heute, den 13.01.2021, insgesamt 6.826 Verstorbene gezählt. Bei der vorhin genannten Grippeepidemie gab es in 3 Monaten 6.000 Tote. Nun vergleichen wir die Zahlen. 6.000 Tote in 3 Monaten bei einer Grippe im Gegensatz zu fast 7.000 Toten in 10 Monaten. Da ist ein großer Unterschied. Im Verhältnis zu der Covid-19-Epidemie starben bei einer üblichen Grippewelle im gleichen Zeitraum circa 3-mal so viele Menschen. In den Grippeepidemien wurde nie die Wirtschaft heruntergefahren. Nein, es ging alles wie gewohnt dem Lauf und die Wirtschaft blühte. Jetzt wird ja doch die Wirtschaft zugrunde gerichtet durch die vielen Lockdowns. Ich weiß nicht, was das soll. Bitte schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Wenn ihr dieses Video interessant gefunden habt, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und empfiehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.